Herzlich willkommen zurück hier bei unserem digitalen Messerundgang bei den Knauf Werktagen. Und falls Sie sich jetzt fragen, warum Sie die ganze Zeit nicht mich in Gänze sehen, sondern erstmal nur meine Schuhe, wir gucken heute tatsächlich nach unten bei den Knauf Werktagen, hier bei dem letzten Stand, den wir Ihnen heute vorstellen. Denn jetzt sind wir hier bei dem Bereich Boden anbelangt. Denn Knauf kümmert sich nicht nur um Decken, um Fassaden, um Trockenbau, um Dämmung von Kellerwänden und viel mehr, sondern eben auch um das, was unter unseren Füßen ist. Und das gucken wir uns hier genauer an, zusammen mit Gerd Greger, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Gerd. Hallo, herzlich willkommen hier am Bodenstand. Ja, danke. Wir sehen, hier ist schon ein bisschen was aufgebaut. Das gucken wir uns auch gleich genauer an. Aber vielleicht, bevor wir die Aktion hier starten, erklärt doch erstmal, was ist euch generell in diesem ganzen Bereich Boden wichtig als Team? Also uns ist absolut wichtig, die Nachhaltigkeit, die CO2-Reduzierung, Heizen und Kühlen, das sind die Themen, die wir auch hier bespielen für Neubau und für die Sanierung. Heizen und Kühlen hast du schon angesprochen. Das ist ja auch genau das, was wir jetzt hier mal zeigen wollen. Vielleicht erklärst du kurz, was sehen wir überhaupt in diesem kleinen Kasten, den wir hier aufgebaut haben? Also hier sehen wir ein Heizungssystem der Firma Uponor, mit dem wir zusammen Systeme kreiert haben, die natürlich effizient zum Heizen und Kühlen sind. Hier speziell auch noch eine Lösung für den Brandschutz, für die Sanierung. Also Fußbodenheizung heißt das, ne? Wir sehen hier die kleinen Schläuche, das ist letztlich das, wo später dann das Wasser durchfließt bei der Fußbodenheizung, die dann zum Beispiel mit einer Wärmepumpe betrieben werden kann. Genau so ist es, ja. Genau für Wärmepumpen in der Sanierung ist das gedachte System. Und was wollen wir jetzt hier zeigen anhand dieses Beispiels? Wir werden das System vergießen mit einem speziellen entwickelten Material dafür. Das heißt unser Nivellierestrich N440, mit dem wir das System vergießen. Sehr dünnschichtig, das heißt nur mit 20 mm über Rohr, wo herkömmliche Systeme, sage ich mal wie in Zement, 45 mm benötigt. Dann würde ich sagen, gucken wir uns das doch jetzt erstmal an. Dein Kollege steht schon an der großen Maschine, an der Pumpe. Und dann können wir das doch mal so langsam füllen. Also da kommt jetzt der Estrich schon raus. Ja, das sieht man, der Estrich wurde vorher geprüft mit dem richtigen Wasserfeststoffwert. Und jetzt werden wir den vergießen auf das Niveau von über 2 cm über den Nocken, damit wir auch ausreichend Tragfähigkeit haben. Wofür ist dieses Metallgestell in der Mitte drin? Ist das tatsächlich, um das zu überprüfen? Genau, das ist genau die 2 cm, die wir dann haben. Die wurden vorher einnivelliert, damit wir auch wissen, wo wir dann hingießen müssen. Damit später auch natürlich die Türen aufgehen und die Höhen passen. Ja, das wäre schlecht, ne, wenn man zu hoch macht und keine Tür öffnet sich mehr. Alles klar, also das ist ja auch wahrscheinlich relativ einfach, das aufzubringen. Man muss nur warten, bis alles vollgelaufen ist, ne? Genau, das ist sehr einfach aufzubringen. Und was es auch noch ist, ist sehr ergonomisch. Das heißt, ich muss mich nicht knien, ich kann im Stehen arbeiten. Sie sehen, wir können sprechen und gleichzeitig arbeiten. Ja, du bist absolut multitaskingfähig hier. Arbeiten und reden parallel, das kann auch nicht jeder. Du hast es gerade schon kurz angesprochen. Also wenn ich einen anderen Estrich habe von anderen Herstellern, ist das ja auch oft auf Zementbasis, richtig? Ja, das ist die Masse noch im Markt, Zementestriche. Unser Ziel ist es natürlich, für die Umwelt was zu tun. Das heißt, wir nehmen mal unser Staat möchte 400.000 Wohneinheiten bauen. Pro Jahr, glaube ich, ne? Genau pro Jahr. Ich hoffe, dass wir es auch schaffen. Und wir würden im Einsatz mit solchen Produkten ca. 216 Millionen Kilo CO2 einsparen. Da müssen wir kurz erklären, woher diese riesige Zahl zustande kommt. Also wir haben bei den herkömmlichen Estrichen, wie du schon erklärt hast, ist ja vor allem Zement im Einsatz. Und ich glaube, Zement ist ja somit das CO2-intensivste Produkt, das man herstellen kann, ne? Genau so ist es. Ich habe zwei Themen. Die Herstellung ist natürlich sehr energieintensiv. Und zweitens habe ich Ihnen ja erzählt, dass wir nur 20 mm über den Nocken einbauen und bei herkömmlichen Systemen sind es 45 mm. Also das heißt, die Schicht ist insgesamt auch einfach gar nicht so dick, sondern dünner. Genau, für die Sanierung natürlich wesentlich dünner. Das heißt, ich habe hier auf jeden Fall schon mal den Nachhaltigkeitsfaktor. Jetzt erklär doch noch einmal kurz, inwiefern das Ganze relevant ist für alle Menschen, die jetzt vielleicht auch sich eine Wärmepumpe einbauen wollen. Wir wissen ja, ab dem kommenden Jahr Gas- und Ölheizung, eine neue, ist sowieso schwer. Das hat die Bundesregierung ja verboten inzwischen. Also ab dem nächsten Jahr gibt es in der Regel Wärmepumpen. Und hier sind wir auch fertig hier schon mit unserem Estrichgießen. Inwiefern kann jetzt auch dieser Estrich dazu beitragen, dass ich eine Wärmepumpe einbauen kann, die ich zum Heizen, aber ja durchaus auch zum Kühlen benutzen kann? Der Idealfall ist bei einer Sanierung, dass ich natürlich eine Wärmepumpe mit einer PV-Anlage zusammen installiere. Das heißt, wenn mittags recht heiß ist, kann ich natürlich die Energie, die eine PV-Anlage liefert, den
Strom nutzen, um meine Wärmepumpe zu betreiben und die Raumtemperatur zwischen 2 und 3 Grad Kelvin zu reduzieren. Und das empfindet man natürlich angenehm, wenn von unten natürlich eine kühle Wärme nach oben strahlt. Also der ganze Bereich Sanierung von Altbauten, um die auch energieeffizienter zu machen, kann man damit letztlich auch lösen. Genau, mit den Lösungen haben wir Lösungen für den Altbau, das sehen wir hier, aber wir haben auch Lösungen für den Neubau. Und ich weiß, dass Knauf da auch mit entsprechenden Partnerunternehmen zusammenarbeitet, genau in diesem Bereich. Ne? Genau in diesem Bereich haben wir diese Systeme gestartet vor 19 Jahren circa mit der Firma Uponor. Gestartet mit einem System und mittlerweile haben wir, glaube ich, 30, 40 Lösungen für jedes Problem, das auf der Baustelle vorherrscht, die ideelle Ausführung der Lösung anzubieten. Und ich würde sagen, wir haben ja eine wunderbar, schon ziemlich glatte Estrichfläche hinbekommen. Oh, was macht der Kollege da jetzt noch? Der Kollege ebnet es noch leicht ein mit der Schwabbelstange, das sieht, schlägt Wellen, dass sich das Ganze noch selbst nivelliert und dass natürlich später die Ebenheit Toleranz erreicht ist. Das heißt, er muss nur kurz mal durchschwabbeln und im Anschluss wird er noch mal kurz mit dem Besen gehen, das einstupsen, um Luftanschlüsse wieder rauszubringen. Das heißt, dass es homogen von unten bis oben geschlossen ist und die Energieübertragung natürlich übers Rohr optimal abgeleitet werden kann. Also eine ziemlich leicht und gut zu verarbeitende und auch noch nachhaltige Lösung hier für den Estrich. Vielen Dank. Gerd, danke fürs Erklären. Danke, dass du uns das gezeigt hast und dir noch ein paar schöne letzte Stunden hier auf den Werktagen. Vielen Dank und euch natürlich auch noch eine schöne Zeit. Und mich hat es gefreut, dass ihr auch uns besucht habt. Ja, natürlich. Sehr, sehr gern. Danke dir.